Keshe Foundation and Keshe manufacturing and Keshe teachings all together in respect the workshops and how in Germany we are going to perform. We signed an agreement about the Keshe Foundation some months ago, and it does not seem to be gelling to bring all the Germans together. That's what the job of the foundation is. And we do not see anything happening on the Keshe Foundation manufacturing to be able to support the Keshe Foundation. Okay, and we want to know, please, yeah. Before it's too much. Ja, Herr Keshe sagt, dass es der Grund für das heutige Meeting ist, dass es Probleme gibt mit Deutschland und besonders das deutschsprachige Herstellung, Produktion und dass da wohl nichts für die Keshe Foundation reinkommt. Also da werde ich gleich noch näher drauf eingehen. Okay? What we want to know is how you are working to bring the Keshe Foundation, which is signed and is operative, into action. Not just by name, which has been signed by 3 or 4 people to be the head of. If the people who are head of cannot manage, we need people who will take over and start running the foundation properly, that is to the benefit of the German community. Okay. Er sagt, dass die Produktion, also die Keshe Foundation Deutschland, dass das noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist und dass das im Zweifelsfall jemand anders übernehmen muss. Also es reicht nicht, dass man auf dem Papier Keshe Foundation Deutschland ist, sondern da muss auch was passieren. We see that Paul Reiner has sorted out the teaching in German, but at the end of the day, the German community to teach and to bring everything in order has to come from his foundation. And who is running the foundation? If it's idle, those who do not participate should leave their position and give it to the people who are there to run. Okay, also Rainer Pauli, den ihr kennt, der leitet ja die KFSSI, ist selber ein Deutscher, der ist auch dafür zuständig, dass hier im deutschsprachigen Raum die Schulungen losgehen. Mit der Produktion ist aber noch beziehungsweise Keshe Foundation Deutschland offiziell das Problem. Und wenn da nichts passiert, dann müssen diejenigen, die nichts tun, ersetzt werden durch andere, die etwas tun. So I asked for this meeting to find out what you as a German Keshe Foundation community are going to do with the Keshe Foundation in Germany and how we can bring everything to be functional that the other Germans can benefit by it. Also das Meeting ist dafür da, um herauszufinden, was wir als deutschsprachige Community jetzt tun, beziehungsweise um die Keshe Foundation in Gang zu bringen. Now it's for you to tell us what needs to be done that we can do to change the position. Okay, also es liegt jetzt an uns, Herrn Keshe zu sagen, was wir tun müssen oder was für uns zu tun ist, damit es anfangen kann. Also wir, die deutschsprachige Community, müssen jetzt sagen, wie es weitergehen soll. We saw how Farhad Amini was teaching and does not get any support from the Keshe Foundation of Germany. We received so much complaint that why he's not getting supported, that we had to go in to look what he's doing and bring him as part of the main Keshe Foundation International, as you saw yesterday in the teaching. Okay, also Farhad Amin, wie ist sein Name? Amini, who does workshops. Ja, Farhad Amini, der macht ja hier die Workshops, wo da zig Makras ständig hergestellt werden. Es gab wohl Beschwerden andauernd an die Keshe Foundation, warum er nicht unterstützt wird von der Keshe Foundation, und deswegen wurde er jetzt eingebracht er hat ja jetzt einen Vortrag auch gehalten, hier bei uns deutschsprachig, aber auch im internationalen, und deswegen wurde er reingeholt, um ihn halt unterstützen zu können. So these talents, these people have to be supported by the Keshe Foundation and the people of the Keshe Foundation in Germany, not to come for people for us to get involved in.
Okay, also es soll so funktionieren, dass diejenigen, die Unterstützung brauchen, halt von der entsprechenden Ländergruppe, also er sollte eigentlich unterstützt werden von Keshe Foundation Deutschland und das quasi die Produktionseinnahmen sollen dafür da sein, um auch den Deutschen zu dienen, den Deutschen zu nutzen oder den deutschen Workshops finanziell zu unterstützen und nicht, dass das alles zentral von der Keshe Foundation kommt, aus anderen Ländern. Mario, kannst du in Herrn Keshe sagen, dass wir eine eventuelle Lösung zu diesem Problem haben, denn es sind im Hintergrund schon Gespräche diesbezüglicher Art mit dem Silvester und so weiter gelaufen. Ja. Aber was wir dazu benötigen, das ist einen externen Termin mit dem Manufacturer-Team und in Herrn Keshe persönlich. Okay. Mr. Keshe, Joe said that there might be a solution already, but what we need is a date to speak about everything and to manage everything. So there are some plans in place already. So that's what I wanted to know, because we support you heavily. We give you whatever we can. One of the guys who came to help even with the Keshe manufacturing had to leave, Richard from Holland. Now he's become part of the Keshe Foundation manufacturing group. He's that good. Why are you not utilizing the people you have? You have most beautiful people in Germany, and they're all becoming singly working on their own. There is something wrong. You are a beautiful nation. You work gorgeous together. You are one of the most active ones, but you are like lost sheep. You have to be brought together and in a way to become the center of the European Keshe Foundation. I look for Germany more than anywhere else, and it's not there. Okay, thank you. Ja, also Herr Keshe sagt, dass es viel besser laufen könnte in Deutschland. Also Deutschland ist sehr aktiv, ist eine der aktivsten Communities. Es wird sehr viel getan in Deutschland, aber leider hat es bis jetzt noch nicht so gereicht, dass wir wirklich zusammengekommen sind, eben wie gesagt auf offizieller Ebene, dass man sich auch gegenseitig schon so unterstützen kann und dass hier mehr passiert. Er hofft, dass Deutschland zum Zentrum, zum Mittelpunkt quasi Europas wird, was das angeht. Tell me what's wrong, how we can help, and how can we change it. Ja, er fragt danach, wir sollen ihm sagen, lass mich kurz den Satz noch. Wir sollen ihm sagen, was falsch läuft und wie er uns helfen kann. Okay, here in the chat we have the question: Who is the Keshe Foundation Germany? Who signs the contracts to be the Keshe Foundation Germany? Also ich habe Herrn Keshe gefragt, wer denn bis dato den Vertrag unterschrieben hat, um die Keshe Foundation Germany zu leiten. Is Kevin Davina there on the line? Good evening, Mr. Keshe. This is Kevin, you're one of the signatories to Keshe Foundation in Germany. Can you explain to everybody who are the members, please, of the Keshe Foundation? Sure. About how long has it been now? 4 months, 6 months. We signed with you the papers, with that's me, Eric Hefner, that's the lawyer partner, then Richard Whip from Holland. Then later on came Carl Candera and Niels Erke. And they committed themselves, at least Richard and Carl were in Germany, back and forth, either from Holland or from Austria. Niels has still a full-time job. He just didn't have the resources and the time to go back and forth to Germany. No. We are talking about the Keshe Foundation, not Keshe manufacturing. We have two separate. One is Keshe Foundation, which you are part of, and one is the Keshe manufacturing. We are talking about the Keshe manufacturing first. About the manufacturing? No, Keshe Foundation. About the foundation, yeah. Who are the members? Who are the directors, executives of the Keshe Foundation in Germany? Well, as people can know, and where is the address? People can get in touch with to start building it and structuring it. Yeah, what I heard, the problem is still, and Eric is trying to find out and trying to, find out information at the registry court in Germany.
because we did exactly as the court asked us to change, you know, for the formalities, as you know, from last time. And somehow I don't grasp it, because they still have, the registry court has not managed to enter, I don't know, some digit or something, Keshe Foundation Germany being made an official foundation, an association. And I don't know what the problem is. Is the court blocking it, or are they just lazy? I don't know what the problem is. And Eric is... Where is the lawyer? Where is Eric? Who's on the line from the team? It's the first time I hear. There's nobody here, except me. Can we please translate that part? Kevin, kannst du das, weil du hier gesprochen hast, eben auch auf Deutsch erzählen, bitte? Ja, natürlich, ja. Die Keshe Foundation Germany wurde auf Anweisung von Mr. Keshe, wurde ich und der Richard als sozusagen als Directors eingesetzt, und es gibt noch ein Board of Trustees, wo noch sämtliche andere Knowledge Seekers dazu kommen sollen und können. Ja? Und sind alle herzlich eingeladen. Es ist niemand ausgeschlossen, es wurde auch niemand ausgeschlossen. Und ja, und das Problem ist jetzt, dass das Registriergericht in Deutschland, dort wo der Verein oder die Stiftung hätte eingetragen werden sollen, irgendein Affentheater aufführt und die Foundation nicht einträgt. Also ich weiß nicht, was das Problem ist, und der Erich, der Anwaltpartner, versucht das gerade beim Gericht herauszufinden, obwohl wir alle Formalitäten bereits noch einmal umgesetzt haben, warum der Verein nicht eingetragen wird als ganz normale Foundation oder Stiftung in Deutschland. Also es ist die Frage, blockiert das Gericht die Eintragung des, was auch immer, weil das im Zusammenhang mit der Keshe Foundation ist. Das würde mich nicht wundern, weil ich das von Österreich weiß. Das hat mir sogar eine ehemalige Botschafterin von Österreich gesagt, dass die Keshe-Technologie in Österreich blockiert wird. Das hat mir ein ehemaliger Botschafter von Österreich gesagt, der mit USA zu tun hatte. Ja? Also entweder wird da irgendwas blockiert oder das Gericht ist total faul. Ich weiß es nicht. Ja? Aber an und für sich, es ist im Moment halt auch personell leider sehr vieles zerrissen. Der Richard ist wieder zurückgegangen, natürlich, weil er auch aufgrund des Scheidungsprozesses, dass er gerade mittendrin ist. Es tut mir leid, ich muss diese Details, muss ich euch sagen, weil sonst wisst ihr nicht, was die Probleme sind. Und ja, der Karl ist wieder zurückgegangen nach Österreich. Der Nils hat sowieso einen Fulltime-Job. Der kann nicht einfach weg von seinem Job, aber er hat im Hintergrund die Pens gemacht, vieles entwickelt, aufgebaut, die Markgrafs gebaut etc. im Hintergrund in Österreich. Also es sind alle, wie gesagt, alle aufgerufen und aufgefordert, da mitzutun. Es liegt es allen, an uns, an euch allen, euch zusammenzutun und die deutsch sprechenden Non-Seekers alle zusammenzutun, in einem Topf quasi, ob das jetzt in Deutschland, Österreich oder Schweiz ist, aber beginnen wir jetzt mal mit Deutschland, wo alle zusammenkommen, wo jeder jetzt berufen ist und gerufen ist, sein Wissen, sein Friedensethos, seine Arbeit, seine Zeit, seine Ressourcen damit, weiß nicht, was auch immer ihr einbringen könnt, zusammenzubringen. Kevin, du weißt du warst letztens bei unserem Zoom-Meeting, was wir intern gehabt haben, eben mit dem deutschen Manufacturer-Team, warst du ja online, und deswegen kann ich das Einzige, was ich sofort anbieten kann, sollte zum Beispiel eine Eintragung in Österreich als Verein nicht möglich sein. Verein ist sowieso nicht die optimale Option. Die optimale Option, so wie es eigentlich die Keshe Foundation oder Mr. Keshe eigentlich haben will, dass die Firma in mehrere Optionen aufgeteilt wird, das ist eine Genossenschaft. Und diese Genossenschaft, die existiert sehr wohl. Die existiert seit dem Jahre 2009. Und die hat sogar die eigene, sogar die spezielle Lizenz oder für die Produktion oder von eigenständigen Energiemaschinen. Also was ich brauche, oder das ist nur ein Go seitens der Keshe Foundation, und wir können sofort in Österreich, in Kärnten hier mit einem Produktionsbetrieb starten. Yeah. So, Mr. Keshe, what Joe Seifried is saying is that maybe this small association for Austria, for example, is not suitable. There is a much bigger form of an association called Genossenschaft, which is actually already existing, and the structure is already made in a way that nobody can interfere and you can always veto any decision that is made. But you can even extrapolate it to the whole European Union, actually. But we're just talking about now for Austria.
So this is what, but they have to talk, to you about all these details, how to make this, exactly the way you want to structure it, so that all knowledge seekers, let's just say from the German-speaking countries, can come together and form a much bigger association where everybody's involved, everybody's participating. Can I ask you, who knows about this? I don't know, I'm not aware of it. Don't forget, we work across the world, and you know the specifics about your culture and your nation. So why, if you know about it, why isn't it set? And if you know about it and now it's on the table, how can you rapidly bring it together? It has to be done. It has to be, as far as we are concerned, we set up cash foundations in each country according to their law. If what we have signed, there is a problem with it, which is the first time I hear after about 6 months. There was no problem before that, till now. I was told that it's registered and it's completed. Now I hear different. Then what is the problem and how can it be resolved? It has to be resolved urgently. Okay, ja, Herr Kesh sagt, dass er fragt, wer kennt sich damit aus mit der Struktur, wie man so eine Organisation gründet. Das ist ja teilweise von Land zu Land anders. Und dass das getan werden soll. Und das Letzte, was er gehört hat, dass das soweit abgeschlossen war. Und jetzt hört er das anders. Und er sagt, das ist dringend, die Organisation muss gegründet werden, das muss vorankommen. Ja, natürlich. Wir haben also der Gründer von der Family of Power, der weiß ganz genau, oder wie diese Struktur aufgebaut ist, und deswegen, oder das, was wir momentan brauchen. Also der Gründer, der ist noch nicht durch den Security-Check durch. Der hat erst vor einer Woche oder vor gut 10 Tagen haben wir ihn mit ins Boot reingeholt. Aber meine Person und mein Partner, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, wir sind schon durch den Security-Check durch, und sobald dies gemacht ist, oder würden wir uns gerne freuen, unser Modell beziehungsweise genau diese Solution mittels der Genossenschaft, oder würden wir mit dem Herrn Keshe gerne besprechen. Aber wie gesagt, das dauert jetzt noch, aber es kann sein, dass diese Tage der Security-Check durch ist, weil er hat einen einwandfreien Leihmund, und dann können wir uns zusammensetzen. Okay, kannst du den Namen nochmal im Chat schreiben, bitte? Yeah, Joe said that in Austria they are ready to set it up. They're in contact with someone they brought in about a week ago, but he hasn't been cleared for the security. He hasn't been through the security check yet, but he has, and yeah, that's what they are basically waiting for. You mean to set up the Cash Foundation in Germany or in Austria? Yes. Yeah, but what about Germany, where we done all the work? Mr. Keshe, I will find information out on next week about the Öffendliche Foundation in Germany. Pardon? I will talk to my lawyers. And find information how to set up Öffendliche Foundation in Germany. We already signed the documents, already been done. That's what I'm saying. The court has not entered the foundation digitally or whatever as a registered foundation. This is what I'm surprised about. So what I'm saying is that the court might be blocking it and just playing with time. I don't know what the problem is. And Eric just told me 1 or 2 weeks ago, he's trying to find out what the problem was, why they have not registered it yet. Putting it into the computer. I don't know what the problem is, pushing a couple of buttons at the registry court. Everything is set, Mr. Kesh, Kevin, may I ask in which city you made the application? In which city? I don't know. I really don't know. I have to ask Eric. I forgot, to be honest with you, because it's not my home country. I'm in Austria, so yeah. I don't know which city that is. Also die Anträge wurden gestellt, die Cash Foundation zu gründen in Deutschland, aber das liegt
Alles ist gestellt, sogar die Formalitäten. Das Gericht hat nämlich noch einmal hat dem Erich, unserem Anwaltpartner, noch einmal geschrieben, das sind diese Formalitäten zu ändern. Dann haben wir das geändert, wir haben das dem Herrn Kesch geschickt, er hat das noch mal unterschrieben, dann haben wir das noch mal ins Gericht geschickt und jetzt ist die Frage, warum die das nicht eingetragen haben bis jetzt. Ja? K1, why Eric is not here? I don't know. Have you invited them? Actually, everybody is informed, so yes. Can somebody become responsible from your group to find out what it is and how it can be rectified within the next week or two? Sure, and I will try. Let me try to. No, from the German side, from the German community. I'm sorry to interrupt, Kevin. Niels and Carl are here in Zoom, so you can ask them, actually, if you need something. Who? Carl and Niels. Uh-huh. Are they from Germany? Yep. Okay. Ja, allerdings nicht von der Foundation, sondern nur von der Manufactory. What I'm going to do, I'm going to ask Brett from the Keshe Foundation, he's responsible for the Keshe Foundation, to get involved with Germany and get this sorted. We've got to find out where the problem is and who or which one of you can help to bring this into operation, that we can bring the Keshe Foundation Germany into active phase. It's going on too long. Yes, Mr. Keshe, I know it's kind of, you want me to do that, and I can do it, but... Who's that? Is that Rainer? Yes. No, Rainer, I don't want you to do it. Let somebody else from German community take responsibility. Okay, thank you. You have enough on your hands. At the moment, you got enough. Is there anybody else from the group who can take this up, or at least 2 or 3 of you to see it through and appoint board of trustees and start getting it running? Gibt es jemand anderes hier aus der Community, der das gerne übernehmen möchte und ja, das verwalten möchte und sich mit anderen zusammentun möchte, um das zu übernehmen? Sprich die Keshe Foundation Deutschland oder deutschsprachig. Es gab mal so eine E-Mail, dass da Leute gesucht werden für spezielle Tests oder Anwendungen. Da habe ich mich auch registriert und angemeldet, aber dann auch nichts mehr gehört. Also hier ist Eckmar Eckel und ich würde mich anbieten, ich hätte Zeit. Ich bin Student und ich bin auch Distributor von der Keshe Foundation in Deutschland. Also insofern denke ich mal, dass meine Clearance durch ist. Mr. Keshe, if you allow, I am used to work with government because of my back experience. I would also join the group for fix this problem. This is fine. It's your country. It's your country. We're just trying to bring you to talk to each other to find a solution for it. I'm not here to exert or push anything. It's just I'm here as a what I call moderator to bring you together, that you can bring this thing to work. The number of the supporters we have in Germany, you should have your own Keshe Foundation Center, your own teaching, as now has been set up by Mr. Rainer and some of you. This has to go. The problem is you got to help yourself. I'm here just trying to get you talking to each other to know what's happening. Okay, also Herr Kesch sagt, dass er nicht hier ist, um das in Deutschland zu leiten, sondern er ist lediglich sozusagen das Moderieren, dass das hier in Gang geht. Wir sollen uns selbst organisieren, und 2 haben sich ja schon gemeldet, Eckmar Eckel und Farhad Amini. Wäre schön, wenn ihr beiden miteinander in Kontakt tretet, und vielleicht wollen sich auch noch andere anschließen und dass ihr das dann organisiert. Okay, Eckmar, lass mich dir kurz erklären. Es gibt ein Anmeldeformular, also es ist bei support keshefoundation.org. Da kannst du dich registrieren als Keshe Foundation Deutschland. Du hast zwar schon ein Vetting durchgemacht, also Sicherheitsprüfung durchgemacht, aber es gibt verschiedene Sicherheitsniveaus, und wenn jemand
offiziell die Keshe Foundation in Deutschland vertritt, dann braucht er natürlich eine etwas höhere Sicherheitsprüfung, als wenn jemand bei uns Student werden will. Also ich würde dich bitten, dich dann dort einzutragen. Ich glaube, Fahad, du hast das schon gemacht, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall Keshe Foundation Germany gut bekannt, auch mit Personalien. Okay, just translated to you, Mr. Keshe. I ask Ekma and Fahad, who want to lead the Keshe Foundation Germany, to do the vetting for this part, and after we did the vetting, we are a step forward. Yes, but what happened with the documents which you sign and it's in the courts? Mr. Solve Keshe, this problem. Yes. the thing is that it's also something that someone said in the chat, that Germany and Austria is heavily influenced by the United States, mostly, basically since the Second World War. And if it's blocked in the court, then it could have some other reasons, and it could be the same problem if it all started again now. We don't see so. You have to find out what the reason is behind it. I don't think so. We have started mending fences with America quite heavily, but that I don't think has much effect on that. There's not much to. We're now working very closely with the Americans. Okay. You will understand in the coming time, the Keshe Foundation work, especially on scientific level, has moved to the highest level. It cannot go any higher. So, Okay. and that has got the backing of the White House with it. Also, Herr Keshe sagt, dass das wohl nicht daran liegt, dass Amerika das blockiert. Er sagt, die Zusammenarbeit mit Amerika ist auf höchsten Ebenen findet bereits statt, und er glaubt, das muss bei uns liegen, das Problem, und wir sollen rausfinden, woran das liegt. Jörg Wilhelm, darf ich mal kurz einwenden, und zwar liegt es in Deutschland oft daran, was für eine Art von Gesellschaftsform man anwenden will. Personengesellschaft, GmbH oder sowas Ähnliches. Und da muss man sich einfach einmal einig werden, was wollen wir eigentlich? Wollen wir GmbH oder Niederlassung oder sonst was? An dem wird es wahrscheinlich hängen. Also ich habe einige Studien durchgeführt, und also auch hier, was Spanien betrifft. Und ich sage mal, die Stiftung als wirkliche Stiftung, wie sie zum Beispiel die Keshe Foundation ist juristisch gesehen insofern schwierig, dass in vielen Ländern es nicht erlaubt ist, dass ein Ausländer Mehrheitsanteile an so einer Stiftung hält. Was anderes ist eine Genossenschaft. Und ich denke, die Genossenschaft ist wahrscheinlich, zumindest was Europa anbelangt, die beste Gesellschaftsform. Das ist einfach. Stiftung ist eine Stiftung. Foundation ist eine Foundation. Und Stiftung in Deutschland zu gründen, hat seine Prozeduren. Und wenn man die macht, müssen die machen. So ist das Gesetz, so kenne ich das auch. Und wenn etwas falsch ist, machen die nicht. Man muss mit denen reden. Kann man mal Details bekommen, was wo schon beantragt worden ist? Also mein Bruder, der hat eine eigene Steuerkanzlei in Bad Homburg, und der kennt sich also mit Firmengründung echt gut aus. Ich denke mal, ich bräuchte halt einfach mehr Daten, was denn für eine Gesellschaftsform das letzte Mal schon beantragt worden ist. Weil so wie ich den Herrn Keshe verstanden habe, ist ja alles schon gemacht worden, nur irgendwo blockiert einer. Aber man müsste halt mal erfahren können, was da genau gemacht worden ist, welche Gesellschaftsform ist eingetragen worden und wo und von wem. Ja. Deswegen. Ich denke, wir bekommen da Informationen von Kevan und von der Anwalt. Da muss halt, man muss dahinter sein, ne? Das ist alles.
Ja, tut euch da bitte zusammen. Ich habe mich noch immer nicht klar ausgedrückt. Es ist schon alles vorbereitet, es ist schon alles eingereicht worden und die Formalitäten sind auch nochmal überarbeitet worden, nachdem der Cache das nochmal unterschrieben hat, nachdem das Registrierte uns nochmal aufgefordert hat. Es ist alles als e.V. Verein, es geht um die Keshe Foundation Germany, nicht um die Manufacturing, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und es geht darum noch einmal, dass das Registriergericht aus fragwürdigen Gründen das noch immer nicht eingetragen hat mit ein paar Knopfdrücken. Ja, das verstehe ich noch nicht. Ja, und das muss ich jetzt herausfinden. Es ist schon alles eingereicht. Und ich weiß nicht, was das Problem ist. Es ist bereits sämtliche, die Stiftung oder die Foundation als solche ist als Verein, als e.V., weil es nicht anders geht. Als klassischen Stiftung kann man das gar nicht machen, so wie das der Cache sich das wünscht, weil das auch nämlich dem Regulativ der Regierung unterliegen würde und viele, viele Kosten verursachen würde, etc., etc. Und vor allem, wenn es vor allem um Kontrollrechte und Vetorechte seitens Herrn Cache geht, muss es als e.V., als Verein e.ev, E.V. oder wie das heißt, eingetragen werden. Und dieses Gericht hat das noch nicht getan. Und das versuche ich gerade herauszufinden, warum das Gericht noch immer entweder blockiert es oder es gibt andere Probleme. Aber die Formalitäten, so wie das Gericht es von uns haben wollte, haben wir exakt so erfüllt und wieder nochmals eingereicht. Und das liegt jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange jetzt schon wieder her. Haben die was dagegen gehabt, dass niemand aus Deutschland als Direktor da drin ist? Nein, es wurde kein Gründe noch immer nicht angegeben. Das versuche ich gerade herauszufinden. Aber Kevin, normalerweise, wenn du einen Verein anmeldest, weil ich selbst gerade mache, kriegst du eine Antwort zwischen 4 und 6 Wochen, eine schriftliche Verständigung, was von den Mir brauchst du das nicht sagen. Mir brauchst du das nicht tun. Das weiß ich von Österreich. Einen Verein zu gründen ist eigentlich ein Piece of Cake, wenn man so schön sagt. Ja? Aber ich weiß nicht, was das Problem ist. Vielleicht ist es deshalb aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Konstruktion, weil die Keshe Foundation Germany Teil der Manufacturing ist, weil nämlich 50% der Einnahmen sofort automatisch an die Keshe Foundation Germany abgeliefert werden würden. Und vielleicht ist das Problem, aber das weiß ich nicht. Und ich versuche jetzt gerade die ganze Zeit den Erich zu erreichen, aber der ist jetzt, weiß nicht, vielleicht in einem Termin oder sonst irgendwas. Ich kann kurz mal was Administratives sagen. Gibt es eine Möglichkeit, es scheinen noch mehr Leute hier reinzuwollen. Wir sind bei 100 begrenzt. Also, wie schon mal geschrieben wurde, falls jemand doppelt drin ist, bitte einmal rausgehen. Und sonst gibt es eine Möglichkeit, dass man das hier erweitern kann, dass mehrere Leute rein können? Nur mit Bo-Account. Well, Mr. Keshe, to understand a little bit what happens at the moment, so we are limited to 100 persons who can join us. So we need a little bit more space for future workshops. You should ask Vince or Stanley to increase the number to 500. Will do. It is already planned, Mr. Keshe, but it's not possible now today. Okay. What we're trying to do is to bring you together to work together. The situation in Europe for foundation is changing quite rapidly, even internationally changing quite rapidly. There are people in the background who are here. They can tell you that we start getting approaches from European government in different level to interact and bring the technology into European different sections. Soon or later, Germany, in different part of Germany, will come into it. And you're not ready. This is what we have to be ready. We've got to be ready. Last week, we received from one of the European governments, military, requests for teaching their officers, their scientists. Okay. And we've seen what happened. Let me explain. We've seen what happened 4 years ago when one European nation started, like Italy, breaking rank. We opened the foundation to the rest of Europe. It hasn't started, and you are the leading nation, and you're not starting it anywhere. Okay, Herr Keshe sagt, dass die Zusammenarbeit mit der europäischen Ländern, also auf Regierungsebene, bald stattfindet und auch, dass auch die Militärs schon danach fragen, geschult zu werden.
Es ist also wichtig, dass wir so weit, wie wir jetzt eigentlich hätten sein sollen, schon, so weit sind wir noch nicht. Es muss weiter vorankommen. Es könnte viel schneller wachsen und dass wir als sozusagen als Führungsposition, die wir eigentlich innehaben könnten oder sollten, ja, nicht weit genug sind. Ich habe hier eine Anfrage bekommen. Was ist das? Breakout Rooms? Das ist eine Möglichkeit, sozusagen in einen Parallelraum zu gehen. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob du dann noch hier zuhören kannst. Deshalb habe ich diese Einladung auch abgelehnt. Okay, Mr. Keshe, that I think that everything will be done that can be done. As was stated before, that there are some problems with the court, but I'm sure that yeah, it will be asked again what the hold-up is. Is there anything else you want to tell us? Wenn ich das so richtig sehe, ist er gar nicht mehr hier. Der Herr Keshe ist nicht mehr da, ja, der ist vielleicht im Breakout-Room. Ah ja, genau. Also das heißt, es wurde ein zweiter Raum gegründet. Ja, wir sind jetzt ja auch nur noch 65. Ja, toll. Wir hatten den Breakout Room jetzt aktiviert. Also unten auf dem Bildschirm steht Breakout Room. Vielleicht können wir da reinhängen. Ja, was soll das bedeuten? Weiß jemand, was das bedeutet? Ja, das ist ein zweiter Raum. Ja, genau. Und in diesem zweiten Raum haben sie jetzt auch den Herrn Keshe eingeladen, deshalb ist er nicht mehr bei uns. Ja, und was für eine Begrenzung hat der zweite Raum? Wie viele Leute können da rein? Wahrscheinlich auch 100 und vielleicht ist das schon voll. Ja, toll. Bevor 100 hatte, jetzt 60, noch sind die Hälfte jetzt rüber gejumpt wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich gehe mal rein, ich gucke mal, ob es klappt und ich schreibe euch dann über Zoom, wenn es klappt. Also ansonsten komme ich hier gleich wieder zurück. Ja, ich gehe auch mal rein, ja. Also wenn ihr jetzt alle rüber geht, ich habe jetzt den Link nicht mehr, um da rüber zu kommen. Sind welche in einem anderen Chat und welche jetzt hier. Ich kann hin und her springen. Dann sind jetzt 11, hier sind 54. Also Mr. Keshe ist nicht im Breakout Room. Ich war gerade drüben. Ich lade ihn jetzt noch einmal ein. Okay. Okay, die anderen kommen gleich wieder zurück. Mr. Keshe, are you still here? Or do we lost you? We lost him. I invited him again. Wir können unter uns können wir uns Deutsch sprechen. Ich glaube aber, du müsstest Caroline einladen, weil er war über das Handy von Caroline drin. Habe ich gemacht. Okay. Ich hoffe. Okay, Also von dem Breakout-Room kann man wieder in das Hauptmeeting zurückkommen. Das scheint so zu sein, als würde eine kleine Gruppe mal beschließen, diese Gruppe macht jetzt das und das und die treffen sich dann in einem separaten Raum. Die haben also keine direkte Verbindung, aber man kann wieder zurückkehren in den Hauptraum. Ja, genau, es ist also ein Zweitraum einfach. Aber Herr Keshe ist scheinbar verschwunden, oder ist er jetzt wieder hier? Na, ich versuche gerade, aber ich sehe ihn in Raum 2, aber ich bekomme ihn nicht hoch in den Hauptraum. Also im Breakout Room, habe ich ihn eben nicht gesehen.
Leute drin. Caroline de Roos ist im Breakout Room 2. Es gibt noch einen zweiten. Ja. Wie kompliziert ist das denn? Also ich denke, wir sollten vielleicht mal das ganze Meeting von vorne starten, für alle. Kannst du sonst die Breakout einfach schließen, dann kommen die Leute hier wieder rüber. Ja. Also wichtig ist natürlich, dass Herr Keshe auch hier wieder reinkommt und Caroline und nicht, dass die jetzt draußen bleiben, weil der Raum voll ist. Ja, sie hat mich gerade kontaktiert. Lass uns einfach die Session schließen und noch einmal neu einladen. Ja, alles klar.